Ja, nach einer Anreise mit etwas Wartezeit zwischendurch sind wir dann doch problemlos und vor allem mit Gepäck am Flughafen in Kirkenes angekommen. Dort haben wir auch das erste Mal Schnee gesehen auf der ganzen Reise. Ja, erste Station geschafft, oder? Kirkenes. Und jetzt geht's weiter mit der Fähre nach Berlevak. Ja, die Reise mit der Fähre nach Berlevak war relativ entspannt. Die Aussicht konnte man allerdings nicht so sehr genießen. Wir mussten auch noch Routenplanung machen, bis wir dann schließlich im Endeffekt angekommen sind. Dort haben wir unser Gepäck abgeladen und das Witzige war, die Fähre ist wirklich nur für uns ein paar einzelne Leute stehen geblieben. Und wir konnten glücklicherweise noch einen Transfer in die Turnhalle arrangieren und sind jetzt schließlich angekommen. Heute Sonntag sind wir in der Unterkunft aufgewacht, haben uns dann gleich am Weg in die Sporthalle gemacht, wo wir das ganze Material nochmal überprüft und verbessert haben. Im Großen und Ganzen sind wir fertig geworden. Morgen Montag geht es dann nochmal ans Feintuning, bevor am Dienstag dann das Rennen startet. Der heutige Tag hat recht sonnig begonnen. Danach haben wir die Rennunterlagen, die Startnummern und Karten bekommen. Danach noch ein Briefing zu Wetterbedingungen und Route. Schließlich ging es in die Turnhalle, um das Renncheck-in durchzuführen, alles abzuwiegen und abnehmen zu lassen. Und am Abend gab es dann nochmal ein Briefing zur Wettersituation. Es schaut nämlich sehr stürmisch aus und vermutlich gibt es Mittwoch früh eine Rennunterbrechung. Ja, heute war es endlich soweit. Das WAKI 2025 wurde um 10 Uhr gestartet. Wir gingen zuerst zur Kite Lounge Line, wo alles traumhaft verlaufen ist. Wunderschönes Wetter am Weg zum Langdalen Canyon. Bei der steileren Abfahrt in den Canyon gab es dann noch das eine oder andere kleine Problem. Wir haben aber dann alles noch in den Griff bekommen. Und am Abend haben wir uns dann ein sturmsicheres Zeltlager gebaut, das Zelt also etwas eingegraben. Nach einer polartief bedingten Rennpause ging es nach einem ausgedehnten Frühstück dann endlich an die Kites, wo wir zunächst mit einem massiven Whiteout konfrontiert waren und batzigen Schnee. Schließlich haben wir aber den Checkpoint Sternenwand erreicht. Danach ging es auf eine nächtliche Kite-Session weiter, durchaus mit einem gewissen Spaßfall. Bis der gibt Gas. Danach die Kites gelandet und das Zelt aufgebaut. Wir sind schon gespannt, bis morgen. Was habe? Ja, heute früh hat uns eine Möwe besucht. Danach ging es an Whiteout-Kiten den ganzen Tag, bis die Leinen so vereist waren, dass wir eigentlich gar nicht mehr weiterfahren konnten. Wir sind dann zu Fuß weitergegangen und das war auch gar nicht so schlecht, weil wie man hier sieht, kann eine leichte Fehlnavigation ernsthafte Konsequenzen haben. Wir sind dann durch das Sumpfgebiet mit diversen Bäumen gefahren, bis wir endlich am Checkpoint angekommen sind. Dort haben wir uns dann auf den kommenden Sturm vorbereitet, eine Mauer vor das Zelt gebaut und wie man auch im Hintergrund jetzt hört, hat sich das Ganze schon ausgezahlt. Heute hatten wir einen sonnigen Start in den Tag am Weg nach Varzov, bis dann doch wieder das eine oder andere Whiteout durchkam. Im Großen und Ganzen war die Sicht aber recht gut. Den berühmt-berüchtigten Shitwood Forest haben wir auch ohne Probleme hinter uns gelassen. Naja, sagen wir fast ohne Probleme. Schließlich sind wir dann in den Checkpoint Varzov eingelaufen und dann später noch über den Falkefjell nach Komagver, wo wir noch ein paar Nordlichter bestaunen durften. 5. und letzter Renntag. Ein sonniger Start in den Tag. Entlang der Straße, entlang vom Meer, Richtung Vade über die Straße gequert. Dann mussten wir bei den Powerlines nochmal die Kites landen. Danach der letzte Kite-Launch des Tages. Zuerst bei noch gutem Wetter, später dichter werdenden Wolken und schließlich im Whiteout verendend weiter nach Vade, wo das endgültige Ziel ist. Und im Endeffekt haben wir es tatsächlich erreicht, unter die Top 10 zu kommen, nämlich auf den 10. Platz.